Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Replay auf meinem Kanal. Ich habe hier ein feines Video vom Feed Enjoyer zugeschickt bekommen von Yoboy. In dieser Runde war er mit seiner Main unterwegs und konnte ein paar schöne Salven in die Seite verteilen. Schauen wir mal, was der Gegner hier so auffährt. Wir haben 5 BBs, 3 Kreuzer, 3 DDs und ein U-Boot. Der Feed Enjoyer ist mit seiner Main auf der äußeren A-Seite gespawnt und er macht sich jetzt erstmal auf den Weg nach vorne ins Getümmel, um hier die ersten Breitseiten bzw. Schiffe abfarmen zu können. Da geht auch schon die Yamato auf. Erstes Ziel, der dreht auch schön auf. Also da könnte mit Sicherheit die ein oder andere Salve hier connecten. Und da geht auch die Gulden auf, die Wisconsin. Auch die Haragumo, also DD ist jetzt auch spotted, der gunnt hier fröhlich los. Und auch ein U-Boot ist hier am Start. Und da wird gleich ASW eingesetzt, um hier Druck auf das U-Boot aufzubauen. Der DD vom Feed Enjoy leidet hier richtig massiv. Die Haragumo bekommt aber ein paar Torps und der Feed Enjoy hier sehr geduldig, wartet auf seine Chance. Nutzt diese auch und haut erstmal die Haragumo aus dem Leben raus. Damit First Blood für ihn. Ein sehr geiler Start. Hat auch ein Flooding aufs U-Boot bekommen. Also erstmal sehr, sehr fein für die ersten gut 3 Minuten im Spiel. Gleich mal ein DD raus und auch schon mal ein bisschen das U-Boot unter Druck gesetzt, sowie auf der Seite den Gegner weggedrängt. Man sieht's. Die guten Löw ist jetzt auch relativ low. Die Wisconsin und die Yamato kiten jetzt weg. Das ist der Moment, wo sich der Meister der Füße entscheidet, in die Mitte zu schieben, um da ein Crossfire aufzubauen auf der anderen Seite. Weil hier hinterher zu fahren ist sehr, sehr anstrengend. Und da kriegt er auch nochmal einen schönen Tonnentreffer aufs U-Boot. Hier sogar wirklich einen Volltreffer. Sehr, sehr nice. Kriegt aber auch von der, ich glaube von der Yamato nochmal ein kleines Schältchen zum Abschied, weil er die Seite verlässt. Aber das juckt dich mit einer Main erstmal überhaupt nicht. Das kann er auch gut wegheilen. So, man sieht jetzt auf dem A-Cap kommt jetzt der Push vom roten Team mit Doppelpatrie Stalingrad, Hindenburg. Beide DDs sind auch noch drüben. Und Lauria wird auch noch am Start sein. Da hat sich der Feed Enjoy ein paar Ziele ausgesucht. Ne? Also man sieht, Damage ist genug vorhanden. Breitseiten sind auch genug vorhanden. Jetzt geht's los mit dem fröhlichen Abfarmen. Kriegt hier auch nochmal einen schönen Mülltonnentreffer aufs U-Boot. Also in der Runde war jeder Drop ein Treffer, gefühlt. Kommen schon die ersten Salven. Main hat ja nicht so einen guten Sigma-Wert. Dispersion trollt manchmal ein bisschen rein. Aber mit den 16 Guns kannst du trotzdem immer noch gut Schaden machen. Ja, die Hindenburg ist hier so ein bisschen auf Puschel-Farmkurs in Richtung Satsuma, aber da kommt schon eine massive Salve von dem Feed Enjoyer und da gibt es ein wunderbares Owl und da ist die Hindenburg raus. Schöner Deathstrike hier. Gut die Abwesenheit des Hindenburg-Spielers ausgenutzt, um ihn da gleich mal zurück in den Hafen zu schicken. Jetzt sehen wir hier noch ein paar weitere Schiffe, die auch eher so nicht mit ihm rechnen oder mit dem Crossfire rechnen. Da kommt auch ein nice Shot in den Chat. Ja, und da kommt die nächste 13k Schelle. Also wir sind jetzt knapp bei 100k. Haben schon
gut Damage reingeholt. Er ist halt auch unspotted, das macht es sehr, sehr geil für ihn. Die sehen halt nur Shells fliegen und nicht wirklich, wo das Schiff ist. Da kann man ganz gut was abfarmen. Ja, und hier, das ist einfach ein Fest, ne? Wenn du hier so schaust, nur Breitseiten am Start, kannst du gemütlich abfarmen. Ich denke, er will so ein bisschen die Stalingrad auch haben, die relativ low ist. Aber oh, da kommt die Patrie. Schön breit, dreht aber jetzt raus. Kann er da eine gute Salve platzieren? Die Shells sehen gut aus. Oh, da kommen auch nochmal 20.000 aufs Konto, gut geschrieben. Sehr, sehr fein. Aktuell vom Spielverlauf sieht es sehr, sehr gut aus für sein Team. Haben hier einen deutlichen Schiffsvorsprung, haben hier auch die Caps. Timer ist wie immer ein bisschen verbuggt, wisst ihr ja von den ganzen Replays. Also sie führen hier mit 520 Punkten. Und oh, da ist die nächste Partie Breitseite. Da muss der erst Wasser im Mund zusammenlaufen, wenn du das siehst als BB-Spieler. Da ist immer nur die Frage, was macht die Dispersion? Die Dispersion sieht auch wieder gut aus. Waren jetzt nur 15.000, aber auch nicht von schlechten Eltern. Bei sowas wünschte man sich einfach nochmal einen besseren Reload. Wenn du so schöne, viele Breitseiten hast, die du abfarmen kannst. Lauria ist ja auch noch Full HP, ist auch sehr, sehr saftig. Er lässt sich hier auch gemütlich Zeit zum Einaimen, um da seine Salven gut zu platzieren. Die Salve sieht auch ja wirklich gut aus. Und da kriegt er eine 50.000 Shell auf die Lauria. Und da kommt der Unterstützer und da knallt dann der Spezialkapitän, der Halsey rein. Und jetzt nochmal besseren Reload auf den Main Guns. Das ist doch das, was man haben möchte. Patrie pickt ihr auch nochmal vor. Hat er natürlich Shots ready. Und da kommt die nächste Salve schön oben drauf. Und da gibt es auch nochmal gute 20.000. Schon bei 200.000 diese Runde. Also nach 8 Minuten 200.000. Ja, saftig, 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 sage ich da nur. Und die Batterie scheint sich auch nicht so wirklich für ihn zu interessieren. Er ist jetzt spotted. Wahrscheinlich wird er sich jetzt winkeln. Beziehungsweise die Guns auch drehen. Aber kommt auch schon die nächste Salve. Ja, der Reload ist halt insane mit Halsey. Und wenn da noch ein bisschen der AR, der Adrenalinrausch reinkickt, kann man hier wirklich einen sehr geilen Reload haben. Ist jetzt bei 230.000 Damage mit 6 Zitadellen. Also sehr, sehr nice. Luft hier schön über die Insel drüber und holt sich noch den Kill auf die Patrie. Sehr schön. Da hat er auch ein bisschen dran gearbeitet, dann kann man sich den Lohn auch abholen. Jetzt ist nur noch die Sommet und die Lauria da. Und die Lauria hat vorhin schon eine gute Kelle kassiert. Die Frage ist, hat er den Feed Enjoyer jetzt wieder auf dem Schirm? Ich denke mal nicht. Nochmal, ich denke, die letzte Salve im Spiel zum Genießen fliegt sehr, sehr gut. 20.000, ich denke, die kriegt er runter. Ja, 2 Zitadellen auch nochmal. Schöne Salve hier und damit Kill Nummer 4 abgeholt. Alles in allem ein sehr, sehr geiles Game. Weil man genau gesehen hat mit dem BB, wenn man da eine richtige Position fährt, wo der Gegner pusht und man hat einen Crossfire, wie geil man dann hier die Breitseiten abfangen. Also mega nice. 8 Zitadellen, die kriegst du mal nicht so. Ja, die musst du dir verdienen. Hat hier auch ein gutes Positioning, weil er unspotted ist teilweise, weil er gut einaimen kann, sich da Zeit lassen kann und in Ruhe die Shots timen kann und sich auch die Schiffe raussuchen kann. Das ist auch nochmal wichtig. Das haben so Schiffe wie die Hindenburg und die Lauria massiv gespürt, wie das hier einschädeln kann. Jetzt geht es nur noch darum, den DD zu killen und da vielleicht noch einen Kraken abzuholen. Aber ihr seht es auf Max Range, da wird einfach mal der Schuss gepiekt und gehofft, dass man vielleicht noch was abholt. Aber die Runde ist safe gewonnen. Smalan zieht jetzt hier Radar und wird den Job auf die
somit wahrscheinlich beenden. Overall, Main natürlich auch ein sehr starkes BB, wird nicht umsonst zurzeit sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel gespielt, weil du damit einfach einen guten Alpha auf eine Broadside raushauen kannst. Schauen wir zum Endscreen. Der Sieg ist eingetütet. Wir haben 4 Kills, wir haben 8 Zitadellen. Wir haben ein paar schöne U-Boot-Treffer mit dabei gehabt. Und natürlich den Deathstrike auf die Hindenburg. Unterstützer, der dann auch nochmal nice ist, wenn man den Holz hier drauf hat. First Blood mit dem DD und Großkaliber. Zur Teamwertung noch abschließend knapp 2600 Base. Also auch hier eine sehr geile Runde. Man sieht auch, wie deutlich er auf Platz 1 thront. Wenn ihr auch solche Replays habt und sagt, ich hätte mal Bock, dass die Mütze sich das anschaut, schickt sie mir gerne. Ich bedanke mich vielmals fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr Fragen oder Feedback zum Video habt, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.